Hallo mein Freund, hast du jemals darüber nachgedacht, wenn ein Blitz den Himmel erleuchtet, könnte dort wirklich jemand sprechen? Oder ist dieses perfekte Aufleuchten nur das Echo der Angst im Inneren des Menschen? Wenn ein Kaiser die Krone trägt, segnet der Himmel ihn wirklich? Oder nutzt der Mensch den Himmel nur, um seine eigene Macht zu legitimieren? Vielleicht sind die Götter Roms nicht vom Himmel herabgestiegen. Vielleicht sahen wir, je höher wir blickten, nur unser eigenes Spiegelbild. Und diesem Spiegelbild gaben wir die Namen Jupiter, Mars, Venus. Glaube bedeutet manchmal nicht zu beten, sondern einfach zu suchen nach Bedeutung. Die Geschichte Roms begann damit, dass dieser Sinn in Stein gemeißelt wurde. Weder völlig heilig noch völlig menschlich. Nicht ein Glaubenssystem, sondern ein Spiegel. In Rom begannen die Götter nicht am Himmel. Sie begannen in der Erde, in der Angst, im Regen, im Verlangen nach Sieg und in der Furcht vor dem Tod. Jedes Gefühl erhielt einen Namen. Und jeder Name wurde zu einem Gott. Jupiter herrschte über den Himmel, doch der Himmel sprach nie. Er war das Symbol des menschlichen Strebens nach Gerechtigkeit. Blitze waren nicht der Schrei eines Gottes, sondern der Ruf des Menschen nach Ordnung. Mars war die Wut, die den Krieg lenkte. Der Krieg musste geheiligt werden, denn selbst Blutvergießen brauchte einen göttlichen Grund. Venus bot eine Ausrede für die Sehnsucht. Unter dem Namen der Liebe wurde Leidenschaft geweiht, unter dem Namen des Schicksals der Wunsch zu besitzen. Die römischen Götter waren nicht Abbilder des Himmels, sondern Spiegel des Menschen. Jeder von ihnen stand für ein Gefühl, eine Angst, ein Bedürfnis. Mit der Zeit wurden die Götter mehr, denn auch die Ängste wurden mehr. Jedes Haus, jede Straße, jede Familie hatte ihre eigenen Götter. Die Lares schützten die Häuser, die Penates die Vorräte. Selbst die Toten wurden nicht vergessen, auch ihre Geister konnten zu Göttern werden. Glaube in Rom bedeutete nicht nur zu beten, er war ein Mittel, Ordnung aufrecht zu erhalten. Priester beobachteten die Flugbahnen der Vögel vor Schlachten. Änderte ein Vogel die Richtung, konnte das Schicksal eines Heeres entscheiden. Der Wille der Götter wurde in der Richtung des Windes gelesen. Und manchmal trug dieser Wind nur die Angst der Menschen. Der Glaube war zu einer Disziplin geworden. Ein falsch durchgeführtes Ritual, ein vergessenes Fest, eine verspätete Opfergabe. All das konnte eine ganze Stadt ins Unheil stürzen. Denn in Rom blickten die Götter nicht nur aus dem Himmel herab, sie beobachteten jede Bewegung der Menschen. Doch die Zeiten änderten sich. Die Götter verstummten und die Menschen begannen zu sprechen. Die Kaiser nahmen den Platz der Götter ein und das Heilige wurde zur Sprache der Politik. Feste wurden zum Vergnügen des Volkes, Rituale zu Machtdemonstrationen. Die Angst lag nicht mehr im Tempel, sondern im Gesicht des Kaisers. Und die Tempel verwandelten sich langsam in Propaganda. Die Götter wurden nicht mehr Bilder des Glaubens, sondern des Machterhalts. Der Name Jupiters wurde nicht mehr für Gerechtigkeit genannt, sondern für den Thron. Die Tempel der Venus lehrten nicht mehr Liebe, sondern Gehorsam. Die Kriege des Mars dienten nicht mehr einem Gott, sondern den Interessen der Menschen. Als der Glaube seine Bedeutung verlor, wurde er, und dieses Schweigen wurde zum Grabstein der Götter. Doch jedes Grab hinterlässt eine Stimme. In den Steinmauern Roms hört man noch heute ein Flüstern. Dann ertönt eine Stimme, getragen vom Wind: Wir haben euch nicht erschaffen. Ihr habt uns aus euren Ängsten geboren. Die Götter sind niemals vom Himmel herabgestiegen. Sie waren die Gestalten der menschlichen Furcht. Und Rom wurde unsterblich, indem es diese Ängste heiligte. Heute geben wir diesen Göttern andere Namen. Macht, Gerechtigkeit, Sieg, Schönheit. Doch jeder von ihnen flüstert immer noch dasselbe: Glaube kommt nicht vom Himmel. Ihr habt ihn aus euch selbst erschaffen. Jupiter war der höchste Name am römischen Himmel. Doch dieser Himmel
war nicht nur ein leerer Raum voller Wolken, jeder Blitz war ein Zeichen eines Gebots, jeder Donnerschlag ein Echo der Autorität. Für die Römer war Jupiter nicht nur ein Gott, sondern das Abbild der Ordnung. Er war die erste Mauer, die der Mensch gegen das Chaos errichtete. Denn jede Ordnung entsteht zuerst aus einer Angst. Und Rom hatte gelernt, seine Ängste heilig zu machen. Die Tempel Jupiters wurden auf den höchsten Hügeln der Stadt errichtet. Das Volk, das unten lebte, sollte beim Blick nach oben immer an die Präsenz einer höheren Macht erinnert werden. Hinaufschauen, das war die erste Form des Gehorsams. Die Vorstellung, dass der Gott im Himmel sei, rechtfertigte die Macht des Kaisers auf Erden, denn in Rom musste jede Macht aus einer göttlichen Quelle gespeist werden. Keine Macht konnte ohne den Namen eines Gottes bestehen. Darum wurde jeder Sieg zuerst im Tempel gefeiert. Das Gebet kam vor dem Schwert, die Weissagung vor dem Krieg. Der Name Jupiter bedeutete Vater des Himmels, doch Rom kannte ihn nicht nur als Vater, sondern auch als Richter. Jeder Blitz war ein Urteil, jedes Schweigen eine Zustimmung. Er sprach nicht, aber alles wurde in seinem Namen gesprochen. Dieses Schweigen war die größte Kraft des Göttlichen, denn ein schweigender Gott lässt den Menschen genug Raum, um seine eigenen Ängste hineinzulegen. Und dieser Raum wird zum Vorboten des Gehorsams. Die Priester waren die Vermittler, die Jupiters Stimme deuteten. Indem sie den Flug der Vögel, die Richtung des Windes und den Einschlag des Blitzes beobachteten, erklärten sie den Willen des Gottes. Doch alles, was sie sagten, war ein Text, der Ordnung Roms diente. Aber das Volk hielt jedes Wort, das vom Himmel zu kommen schien, für wahr. Denn der Mensch hört lieber einen Priester sprechen, als das Schweigen eines Gottes zu ertragen. Jupiters Macht fand nicht nur im Himmel Widerhall, sondern auch in Steinen, Gesetzen und Eiden. Im römischen Recht war per Iovem, bei Jupiter schwöre ich, der höchste Ausdruck der Wahrheit. Wenn eine Lüge zusammen mit diesem Eid ausgesprochen wurde, glaubte man, dass der Zorn des Gottes sowohl vom Himmel als auch aus der Erde kommen würde. Die Angst ersetzte die Gerechtigkeit, doch Angst ist immer die treueste Form des Glaubens. Der Mensch bleibt nicht dem Gott treu, den er liebt, sondern dem, den er fürchtet. Darum wurde Jupiters Gesicht nie vollständig dargestellt. Es ging nicht darum, ihn zu kennen, sondern sich vor ihm zu beugen. Jupiter war kein Abbild. Er war ein Gewicht, ein unsichtbarer Druck, der alle Steine Roms trug. Während auf den Tempeldächern der Rauch aufstieg, blickten die Menschen unten zu diesem Rauch hinauf und glaubten nicht an den Himmel, sondern an ihre eigene Ordnung. Denn Jupiters Gerechtigkeit war identisch mit dem Gesetz Roms. Göttlicher Wille und staatliche Macht waren miteinander verschmolzen. Wenn ein Kaiser gekrönt wurde, stieg er zuerst zum Tempel des Jupiter Capitolinus hinauf, brachte Opfer dar und betete. Dieses Ritual war nicht nur ein religiöser Akt, es war eine politische Erklärung. Ich bin nicht der Sohn des Himmels, sondern der Sohn der Ordnung. Mit der Zeit hallte Jupiters Name nicht nur in den Tempeln, sondern auch auf den Schlachtfeldern wieder. Soldaten fanden es ehrenvoller, unter seinem Namen zu sterben, als ohne Gott weiterzuleben. Die Macht des Gottes kam nun nicht mehr vom Himmel, sondern aus der Angst, die aus den Reihen des Heeres strömte. Doch keine Ordnung währt ewig. Je länger das Schweigen andauerte, desto mehr Fragen entstanden. Und das römische Volk bemerkte allmählich, dass Jupiters Blitze nicht mehr fielen und die Tempel sich leerten. Als der Gott schwieg, begannen die Menschen ihre eigenen Stimmen zu hören. Die Weissagungen wurden weniger, die Gesetze mehr. Das Gebet wich dem Befehl, der Glaube der Politik. Vielleicht war Jupiter niemals im Himmel gewesen. Vielleicht war er Roms eigenes Konstrukt, erschaffen, um Ordnung zu erhalten
und schließlich zu einem Gott geworden, der seinen Schöpfer selbst vergessen hatte. Noch heute, wenn man in den Himmel blickt, stehen die stillen Steine Roms dort als Zeugen. Blitze fallen vielleicht nicht mehr, doch in jedem Sturm hallt derselbe Klang: Ich habe euch nicht regiert. Ihr habt mich erschaffen, um zu regieren. In Roms Adern floss kein Blut, sondern Eisen. Und der Klang dieses Eisens wurde zur Sprache der Götter. Mars war das Echo dieser Sprache. Er war nicht nur der Gott des Krieges, sondern der Gott der Ordnung, die durch Gewalt geschaffen wurde. Für Rom war Krieg keine Pflicht, sondern ein Ritual. Das Schwert war ebenso heilig wie das Gebet. Jeder Angriff war wie ein Opfer, das den Göttern dargebracht wurde. Denn Rom wurde nicht auf Frieden gebaut, sondern auf Eroberung. Und Mars war die stille Spur, die im Schatten dieser Eroberungen folgte. Wenn der Name des Mars ausgesprochen wurde, änderte der Wind seine Richtung. Die Soldaten schworen bei ihm und vergossen Blut. Doch dieses Blut galt nicht nur dem Feind, sondern der Aufrechterhaltung der Ordnung. Im römischen Glauben war Krieg kein Ausdruck des Chaos, sondern ein Mittel, das Gleichgewicht zu bewahren. Mars legitimierte den zerstörerischen Trieb im Menschen. Krieg war kein Verbrechen mehr, sondern eine göttliche Notwendigkeit. Jeder Tod war der Preis für eine neu erschaffene Welt. Während die Priester in den Tempeln beteten, glänzten auf den Plätzen die Schwerter. Und jeder Schwerthieb stieg wie ein Echo eines Gebets zum Himmel auf. Der älteste Tempel des Mars stand an der Grenze Roms, nicht im Herzen der Stadt, sondern an ihrem Rand. Denn der Geist des Krieges musste immer draußen bleiben. Die Sicherheit der Stadt wurde jenseits dieser Grenze verteidigt. Doch jedes Mal, wenn der Krieg endete, kehrte dieser Geist zurück und die Stadt ergab sich erneut dem Schatten ihres eigenen Gottes. Mars war, anders als viele andere Götter, kein abstraktes Konzept. Er war die vergöttlichte Form des menschlichen Instinkts. Während Angst und Zorn im selben Körper wohnten, heiligte Rom diesen Widerspruch. Zerstören war ebenso ehrenvoll wie erschaffen, denn die sicherste Art, Ordnung zu bewahren, war, alles zu vernichten, was sie bedrohte. Das heilige Tier des Mars war der Wolf. Der Wolf war sowohl Beschützer als auch Zerstörer. Der Legende nach säugte die Gründer Roms nährte, im Auftrag des Mars. Dieser Wolf erzählte die Natur Roms, gnadenlos, aber sinnvoll. Denn zu überleben war ein göttlicher Befehl. Auf den Schlachtfeldern suchten die Priester nach Zeichen des Gottes. Wenn ein Banner sich neigte oder der Wind sich änderte, galt das als Zustimmung des Gottes. Eine Niederlage war sein Zorn. Jeder Sieg ein göttliches Signal. Doch niemand fragte, sprach der Gott wirklich? Oder schrieben die Menschen ihre eigenen Entscheidungen in den Himmel? Die Zeremonien zu Ehren des Mars bestanden aus Momenten, in denen Blut heilig gemacht wurde. Das Blut der geopferten Tiere wurde auf die Steine des Tempels gestrichen. Es war sowohl Sühne als auch Warnung. Entweder du vergisst Blut oder du verschwindest. Denn in Rom war Frieden nur eine andere Seite des Krieges. Selbst das Schweigen des Mars galt als Bedrohung. Auch wenn der Gott nicht zornig war, erwarteten die Menschen dennoch seinen Zorn. Warten war ein Teil des Glaubens. Mit der Zeit verlor der Krieg seine Heiligkeit. Jeder Konflikt wurde nun nicht mehr im Namen des Gottes geführt, sondern im Namen der Macht. Während die Statuen des Mars in den Tempeln verstaubten, vergöttlichten die Kaiser ihre eigenen Namen. Die Schlachtfelder waren nicht mehr Echo der Gebete, sondern der Befehle. Doch das römische Volk fürchtete Mars weiterhin. Denn selbst wenn der Krieg vorbei war, blieb sein Geist in der Stadt. Jede Stille kündigte einen neuen Sturm an. Und die Menschen hielten diese Stille für den Atem des Gottes. Mars war nicht mehr nur Symbol der Schwerter, sondern auch der inneren Dunkelheit des Menschen. Er war sowohl Beschützer als auch Zerstörer, so wie der Mensch selbst. Mit dem Fall Roms
verschwand auch Mars langsam im Vergessen. Doch der Krieg wurde nicht vergessen. In jeder Epoche, in jeder Zivilisation kehrte er zurück, unter anderen Namen. Heute nennen wir ihn Macht, Strategie oder Verteidigung. Doch im Kern ist es dasselbe, die Heiligung der menschlichen Angst. Mars starb nie, er existiert noch immer, als Schatten hinter Erde, Grenzen und Idealen. Selbst wenn eine Zivilisation zerbricht, hallt sein leises Flüstern weiter: Ich bin nicht der Krieg, ich bin nur die Art, wie der Mensch mit seiner Dunkelheit spricht. Rom wuchs durch Kriege, doch daran, dass kein Imperium ewig besteht, erinnerten nicht die Steine, sondern die Blicke der Frauen. Denn jede Macht kniet am Ende vor dem Verlangen nieder. Und diesem Verlangen gaben sie den Namen Venus. Venus, die stillste, aber gefährlichste Göttin Roms. Zwischen Kriegen, Gesetzen und Opfern stand sie im Zentrum einer anderen Art von Verehrung. Sie war die Göttin der Anziehung, nicht der Angst. Doch in Rom war keine Anziehung unschuldig. Liebe war kein Bereich der Gefühle, sondern des Schicksals. Sich jemandem zu binden, bedeutete, sich einer Macht zu unterwerfen. Und diese Macht war so fern wie ein Stern am Himmel und so nah wie die Tiefe des Herzens. Die Tempel der Venus erhoben sich im Herzen Roms. Steinsäulen trugen das Licht nicht nach innen, sondern nach oben. Denn Schönheit war nicht das Geschenk der Götter, sondern die Herausforderung, die der Mensch dem Himmel stellte. Frauen, die die Tempel betraten, beteten nicht, sie blickten in Spiegel und suchten in ihren eigenen Gesichtern die Göttin. Denn im römischen Glauben lag Venus nicht draußen, sondern innen. Verlangen war keine Sünde, sondern ein Teil der Existenz. Doch jedes verlangte am Ende einen Preis. Priester antworteten jenen, die Fragen über Venus stellten, folgendermaßen: Venus schenkt keine Liebe. Sie zeigt, wie viel ein Mensch ertragen kann. Der Kult der Venus hatte in Rom nicht nur mit Liebe zu tun, vereinte Fruchtbarkeit, Fülle, Anziehung und Schicksal. So wie die Fruchtbarkeit einer Frau gehörte auch der Ehrgeiz eines Mannes zu ihrem Bereich. Sogar in den Gebeten vor dem Krieg wurde der Name der Venus ausgesprochen, denn Sieg wurde nicht nur mit dem Schwert, sondern auch mit dem Verlangen errungen. Ein Kaiser eroberte nicht nur Land, sondern suchte in der Geschichte einen unsterblichen Platz. Und dieses Verlangen nach Unsterblichkeit gehörte ebenfalls zu Venus. War der älteste Spiegel Roms. Was der Mensch in sich sah, das wurde sein Gott. In Venus' Spiegel fand jeder sein eigenes Abbild. Manche Liebe, manche Ehrgeiz, manche Angst. Doch wer zu lange in den Spiegel sah, hielt sich selbst für göttlich. Und Rom begann langsam, den Preis dieser Illusion zu zahlen. Der Name der Venus verfiel mit der Zeit. Die Tempel wurden zu Zentren des Handels, nicht der Schönheit. Gebete wichen dem Schauspiel, das Heilige dem Körper. Die Zeremonien der Göttin wurden nicht mehr Tanz des Verlangens, sondern Markt der Begierden. Der Spiegel der Venus zeigte die verrottende Seele Roms. Überall gab es Reflexionen, doch keine erzählte die Wahrheit. Eine Priesterin sagte beim letzten Ritual: Die Göttin schweigt, denn wir beten nicht mehr sie an, sondern uns selbst. Und dieses Schweigen war der Beginn des Untergangs, denn eine Zivilisation verliert sich selbst, wenn sie ihre eigene Schönheit verbraucht. Der Einfluss der Venus blieb nicht auf Rom beschränkt. Ihr Symbol wurde über Jahrhunderte wiedergeboren. In Griechenland als Aphrodite, in Ägypten als Hathor, im Christentum in anderer Form im Gesicht Marias. Die Namen änderten sich, doch das Konzept blieb. Das Heilige liegt im Verlangen verborgen. In den Steinmauern Roms sind die Statuen der Venus nun gebrochen, doch ihr Blick bleibt. In jeder Ritze gibt es ein Echo. Einst war es Schönheit,
Jetzt ist es eine Warnung, denn Venus war nie nur eine Göttin, sie war der Mut des Menschen, sich selbst zu lieben. Und kaum etwas ist gefährlicher als das. Als der letzte Tempel der Venus fiel, leistete kein Priester Widerstand. Denn bis dahin hatten alle zu lange in den Spiegel gesehen. Die Bedeutung der Schönheit war verloren. Niemand begehrte mehr. Alle wollten nur noch besitzen. Und der Wunsch zu besitzen ist das stille Ende jeder Zivilisation. Heute umgeben uns diese Spiegel noch immer auf den Bildschirmen, in den Städten, in den Namen. Doch das, was sich darin spiegelt, ist nicht Venus, sondern unser eigener Hunger. Es heißt, Venus sei gestorben, doch sie starb nie. Solange der Mensch sein Verlangen nicht zum Schweigen bringt, wird Venus in jedem Blick wiedergeboren. Die Göttin ist nicht verschwunden, steht in einer alten römischen Inschrift. Wir haben nur an ihrer Stelle uns selbst gesetzt. Die Zeit vergisst selbst die Steine. Tempel stürzen ein, die Stimmen der Priester gehen verloren. Doch manche Stille hallt Jahrhunderte nach. So ist es mit der Stille Roms. Einst hörte man an jeder Ecke Gebete, Eide und Flüstern. Heute spricht die Stadt nur noch mit dem Wind. Die Götter schwiegen, aber vielleicht hatten sie niemals gesprochen. Wir hielten nur unsere eigene Stimme für ihr Echo. In den letzten Jahrhunderten Roms berührten die Götter niemandes Herz mehr. Die Tempel waren leer, die Opfergaben zu bloßen Vorführungen geworden. Die Priester dienten nicht mehr den Göttern, sondern dem Senat. Glaube war kein Ritual mehr, sondern eine Gewohnheit. Das Heilige war nicht vergessen, es hatte nur seine Bedeutung verloren. Die Menschen brachten Jupiter, Mars und Venus noch immer Opfer dar. Doch diese Opfer entstanden nicht mehr aus Furcht, sondern aus Gewohnheit. Nicht Glaube, sondern Routine. Und Routine ist der langsamste Tod des Heiligen. Als die Götter schwiegen, hielten wir unsere eigene Stimme für ein Gebet. Dieser Satz war das Todesurteil Roms. Denn kein Imperium kann bestehen, wenn das Volk sich selbst nicht mehr hört. Neue Götter kamen. Aus dem Osten, aus fernen Ländern, mit neuen Namen. Isis, Mithras, später Christus. Die Steine Roms begannen andere Gebete zu hören. Doch selbst diese neuen Glaubensformen hatten ihre Wurzeln im gleichen Boden, im Bedürfnis nach Bedeutung. Der Mensch veränderte sich nicht. Nur die Fragen wurden andere. Statt wer ist mächtiger, fragte man nun, wer ist barmherziger. Der Begriff des Gottes wuchs, doch mit ihm auch die Einsamkeit des Menschen. Jupiters Himmel verstummte, die Tempel des Mars zerfielen, die Spiegel der Venus verdunkelten sich und Rom brach unter den Göttern zusammen, die es selbst erschaffen hatte. Die Götter starben nicht, aber die Menschen glaubten nicht mehr an sie. Und wenn niemand an einen Gott glaubt, verliert dieser Gott sein Dasein. Als das Christentum nach Rom kam, merkte es zuerst niemand. Denn der Glaube war schon im Verschwinden. Der neue Glaube füllte nur die Stille. Und diese Stille kündigte das Ende einer Epoche an. Die Götter verließen die Steintempel und gingen in die Worte über. Sie sprachen nicht mehr vom Himmel, sondern aus den Büchern. Das Gebet wurde stärker als das Schwert und Rom fiel nicht in die Hände derer, die den Himmel eroberten, sondern derer, die die Stille beherrschten. Doch die Stille blieb, denn die Leere im Inneren des Menschen kann durch keinen Glauben vollständig gefüllt werden. Götter ändern sich, Namen wandeln sich, doch diese Leere bleibt dieselbe. Der Fall Roms war nicht das Ergebnis eines Krieges, sondern einer langen Stille. Während die Götter einer nach dem anderen vergessen wurden, blieb zwischen den Steinen der Tempel ein Echo zurück. Wie ein Flüstern, wie eine Warnung: Wir haben euch nicht verlassen. Ihr habt aufgehört, uns zu erinnern. Wenn du heute zwischen diesen Steinen gehst, kannst du dieses Echo noch hören? Jedes Mal, wenn der Wind dreht, scheint der Atem eines Gottes vorbeizugehen. Doch dieser Atem ist nicht mehr heilig. Er ist nur noch
eine Erinnerung. Die römischen Götter gehörten zu den ersten Spiegeln der Menschheit. Sie formten Angst, Verlangen, Ordnung und Leidenschaft. Doch der Mensch blickte zu lange in diesen Spiegel und begann sich selbst für einen Gott zu halten. Vielleicht sind Roms Götter nie verschwunden. Vielleicht leben wir noch immer in ihrer Zeit, ohne es zu bemerken. In Gesetzen, in Machtstrukturen, in Idealen wandern ihre Schatten weiter. Die Götter sind noch da, sie haben nur ihren Namen geändert. Heute nennen wir sie Gerechtigkeit, Autorität, Freiheit, Wissenschaft. Doch ihre Wurzeln bleiben dieselben. Das menschliche Verlangen nach Bedeutung. Rom verstummte, doch diese Stille war kein Ende, sondern der Moment, in dem der Mensch seine eigene innere Stimme hörte. Die Götter verschwanden nicht, der Mensch wurde zu ihnen. Und vielleicht kam der Glaube nie vom Himmel. Wir meißelten den Glauben selbst in den Stein. Dann zerbrachen wir diese Steine und mischten ihren Staub in unseren Atem. Diesen Atem tragen wir noch heute in uns. In jedem Glauben, jeder Ideologie, jeder Angst finden sich Spuren der alten römischen Götter. Nur ihre Namen haben sich geändert. Die Götter sterben nicht, sagt eine römische Inschrift. Wenn der Mensch sie vergisst, verstecken sie sich in ihm. Und vielleicht war die gesamte Geschichte das Werk dieses Versteckspiels. Mein lieber Freund, wenn dich dieses Video zum Nachdenken gebracht hat, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Bleib bei Verstand und Wissenschaft.